Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Am nächsten Tag nahm ich noch dankend ein Frühstück und ein Kaffee im Camp an. Und dann zog ich weiter. So, ich hatte eine ganz gute Nacht auf dem Campingplatz. War ein bisschen kalt heute Nacht. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so ausgepowert war von gestern. Die Temperaturen gingen eigentlich. Ich glaube, es war 7 Grad oder so. Ja, jetzt bin ich gerade aufgezogen, losgegangen. Ich gehe jetzt hier noch in den Ort runter und mache noch einen kleinen Resupply, hole ein paar Energieriegel und Wasser. Und dann geht es weiter für die nächste Strecke. Ich hatte hier auf dem Campingplatz einen ganz netten Typen, Emanuel, kennengelernt. Der war von der Seite Antalya gekommen. Und der hat mir eigentlich auch nochmal gesagt, dass es super schöne Plätze im Wald gibt. Bei Alakilisse, das wäre voll der Wahnsinn. So. Und dann bei den Myra-Ruinen. Und ich weiß auch noch, dass es ja bei Tschirale irgendwie die Feuer gibt. So. Und da möchte ich unbedingt hin. So, jetzt erstmal runter in den Ort und einkaufen. In einem kleinen Supermarkt im Ort traf ich dann Bernhard und Margit wieder. Margit sagte, sie wolle mal etwas anderes als Suppe essen. Ich empfahl ihr Nüsse, Müsli und Eiweißriegel. Wollte im Geheimen aber auch mal was anderes essen. Für die noch kommende Tour durch die Berge konnte ich mich noch auf meinem Proviant aus Deutschland ausruhen, das ich nun schon lange genug mit mir herumtrug. Entlang am Hafen, raus aus dem Ort, führte der Weg an Schiffswerkstätten vorbei. Am Wasser angekommen, war mir nach einem Moment Entspannung. Dort am Meer machte ich eine Meditationsübung am Wasser und war einen Moment ganz weit weg. Für ein Foto stellte ich das Ganze gekonnt nach und hoffte, es sieht mich keiner dabei. Nach dem Öffnen meiner Augen war ich so fokussiert, dass ich überall Eidechsen wahrnahm. Von einer besonders fetten gelang mir dabei ein gutes Video. Später versperrte mir ein mächtiger Ziegenbock den Weg. Darf ich durch vielleicht da? Ja, du? Schnucki? Schnucki! Dankeschön. Unten am Fuße des Berges empfing mich eine versicherungstechnisch fragwürdige Brücke. Sie führte mich über einen Fluss zu einem Camp. Was für ein Camp? Etwa das Hippie-Camp, von dem Manuel erzählte? Schien so. Allerdings war niemand zu Hause. Vielleicht war der Hippie, von dem Manuel sprach, ja einkaufen. Jo, plötzlich ist es ganz schön kühl geworden. Ich bin jetzt in Chayagis angekommen fast. Bin gleich da. Und Emanuel aus dem letzten Camp hatte mir empfohlen, hier beim Hippie-Camp vorbeizuschauen. Da war jetzt aber irgendwie gar kein Hippie und auch kein anderer Mensch. Und hier ist auch überall Sandboden am Strand. Und meine Heringe werden hier halt so wahrscheinlich gar nicht halten. Und deswegen, es gibt hier das Chayagis Camping und da schaue ich erstmal vorbei und hoffe, dass da ein paar coole Leute sind. Der Weg verlief weiter über einen Strand mit einem Panoramahimmel,
der aus einem Kalender der Zeugen Jehovas stammen könnte, betitelt mit dem Wort Hoffnung. Dramatisch. Als ich dann im Ort Chaiase ankam, lief ich direkt in die offenen Arme eines Campingplatzes. Das ist mein neuer Kangal hier. Wow. Du bist eine Maschine, du. Oh. Zeitgleich, während der Sandwich-Toaster heiß lief, freundete ich mich mit den anwohnenden Hunden und Katzen des Campingplatzes an. Bist du da? Du, das ist Menschenessen. Menschenessen, du. Ne? Menschenessen. Nichts für dich. Ja komm, sei nicht so. Eine ganze Weile saß ich mit einer großen Reisegruppe aus Russland zusammen am Feuer, die mir noch Wassermelone, Schokolade und Suppe anboten. Ich glaube, alle waren nett, auch wenn ich kein einziges Wort verstand. Ich blieb noch eine kurze Weile am Feuer und verabschiedete mich dann in mein Zelt, bis einer der Hunde knurrend seine Schnauze an mein Zelt drückte. Der Rucksack an meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.